Hi, kennst du das auch, dass du teilweise das Gefühl hast, du bist nicht mehr du selbst? Du bist den ganzen Tag müde und total kaputt und abends gehst ins Bett und kannst nicht einschlafen. Oder du wirst dann nachts wach und kannst nicht mehr einschlafen. Oder die kleinste Kleinigkeit bringt dich total in Rage, was dich früher überhaupt nicht interessiert hätte, gehst du hoch wie sonst was. Oder du hast zugenommen, so um den Bauch rum besonders. Und eigentlich ist alles wie immer. Die Ernährung, Sport, alles, was irgendwie immer funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Und es wird irgendwie gefühlt immer mehr. Ja, dann kann es sein, dass es an den Wechseljahren liegt. Je nachdem natürlich, wie alt du bist. Allerdings können die Wechseljahre schon relativ früh anfangen, schon in den 30ern teilweise. Kommt natürlich nicht so häufig vor, aber irgendwann in den 40ern erwischt uns Mädels eigentlich alle. Ja, Männer haben halt eine Haupthormonumstellung in ihrem Leben, die Pubertät. Und dann irgendwann mal, wenn sie dann schon relativ alt sind, geht halt das Testosteron runter. Wir Frauen haben allerdings mehrere große Hormonumstellungen in unserem Leben. Also natürlich auch die Pubertät. Dann, wenn wir schwanger sind, das sind auch riesige Hormonumstellungen. Und dann eben die Wechseljahre. Und die Wechseljahre, die können vom Anfang bis dann wirklich komplett umgestellt ist, bis die Periode ausbleibt, kann das 10 Jahre dauern. Und da können eine Vielzahl von Symptomen auftreten, die das Leben relativ stark beeinflussen können und auch beeinträchtigen können. Und natürlich gibt es dann die Symptome, die so jeder kennt, wie Nachtschweiß oder Hitzewallungen. Es gibt eben aber auch eine Vielzahl anderer, die nicht so bekannt sind und die dann auch häufig nicht wirklich diagnostiziert werden. Also zum Beispiel depressive Verstimmungen, wo dann vielleicht mit Antidepressiva gearbeitet wird, obwohl der Grund eigentlich in der Hormonumstellung liegt. Ja, und warum sich mit dem Thema so im Detail beschäftigen? Man kann halt selber ziemlich viel bezüglich seines Lebenswandels und so weiter tun, um das positiv zu beeinflussen. Also heißt Lebensstil, Ernährung und so weiter, kann man ziemlich viel tun, um das positiv zu beeinflussen und diese Symptome zu reduzieren oder teilweise sogar loszuwerden. Und damit beschäftige ich mich, weil ich selber in der Phase oder in dem Alter bin. Und da probiere ich verschiedene Sachen aus, um zu sehen, wie sie für mich funktionieren und auch einfach um festzustellen, was gibt es denn so alles? Was kann man denn eigentlich alles so tun? Ja, und vielleicht sagst du jetzt, dann mache ich halt Hormonersatztherapie und dann passt es schon. Die Hormonersatztherapie hat definitiv ihren Platz und die ist teilweise auch wirklich notwendig. Ich bin aber der Meinung, es kann nicht sein, dass einfach jede Frau ab einem gewissen Alter Hormone nehmen muss. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, weil ich der Meinung bin, solche konventionellen Medikamente, wie eben auch diese Hormone sind, haben definitiv immer auch irgendwie ihre Nebenwirkungen und eben auch teilweise Auswirkungen, die man nicht unbedingt so voraussehen kann. Das ist natürlich jedem seine individuelle Entscheidung, aber ich möchte, wenn es möglich ist, keine Hormone nehmen. Natürlich, wenn meine Symptome so stark werden und mich so beeinträchtigen und ich alles Mögliche schon getan habe, um dem entgegenzuwirken und es wird trotzdem nicht besser, dann würde ich das natürlich auch in Betracht ziehen. Aber so möchte ich es erstmal ohne probieren. Ja, und woher weiß ich denn, ob ich überhaupt in den Wechseljahren bin? Ja, also es fängt natürlich damit an, dass dann irgendwie die Periode unregelmäßiger wird, kann länger werden, kann kürzer werden, die Phase dazwischen kann stärker werden, kann schwächer werden. Da gibt's auch so ziemlich alles. Und von den Symptomen her, als sonstigen Symptomen gibt's halt auch alles Mögliche. Natürlich die standardmäßigen Hitzewallungen, Nachtschweiß, aber eben auch brüchige Nägel oder Haarverlust oder Inkontinenz oder Libidoverlust. Dann eben auch so ganz merkwürdige Sachen wie so Hautkribbeln oder auch Gelenkschmerzen. Also da ist die Liste ist wirklich ziemlich lang. Und dann ist für mich auch nochmal wichtig zu differenzieren zwischen den Symptomen, die so das tägliche Leben beeinträchtigen, wie eben zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dieses Hautkrimmeln oder Gelenkschmerzen, und aber auch Symptomen oder Auswirkungen der Wechseljahre, die sozusagen das spätere Leben beeinflussen, wie zum Beispiel die Abnahme der Knochendichte, die dann eben zu Osteoporose führen kann, oder die Insulinresistenz, die auf Dauer dann eben zu Diabetes 2 führen kann. Ja, und da ist es halt einfach spannend, sich damit zu beschäftigen, was kann ich denn eigentlich tun so in meinem täglichen Leben, damit es mir einfach auch besser geht und damit ich damit besser klarkomme und damit mehr Energie und mehr Spaß am Leben habe. Ja, und was gibt's denn da? Mit was kann ich denn da das Ganze so beeinflussen? Also natürlich der Standard, an den man vielleicht auch als erstes denkt, ist Sport, Bewegung. Heißt aber in dem Falle nicht unbedingt mehr oder krasser trainieren ist besser. Eher im Gegenteil. Dann natürlich die Ernährung, die immer einen großen Einfluss hat auf den Körper und die Gesundheit.
Und dann gibt's da aber auch noch so andere Dinge, wie zum Beispiel Stressmanagement, was total wichtig ist. Also, dass man eher den Stresslevel reduziert und damit der Körper mehr zur Ruhe kommen kann. Und dann natürlich auch der Schlaf. Schlaf ist extrem wichtig für die Regeneration des Körpers und auch ganz besonders des Gehirns. Ja, und dann gibt's eben noch die Möglichkeit mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also nicht Medikamenten, sondern eben Nahrungsergänzungsmitteln oder eben auch Adaptogenen. Ja, und jetzt sagst du vielleicht: „Oh Gott, also, das sind ja so viele Dinge, die ich berücksichtigen muss und, also, das klingt so stressig und die Zeit habe ich überhaupt nicht“, und darum geht's nicht. Es geht nicht darum, seinen gesamten Tagesablauf von einem Tag auf den anderen über 'n Haufen zu schmeißen und alles neu zu organisieren. Darum geht's nicht, und das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil es funktioniert eigentlich nicht. Also, eigentlich wissen wir ja alle, dass es eher so die kleinen Gewohnheiten sind, die man wirklich in den täglichen Ablauf integriert, die langfristig die positive Auswirkung haben und nicht diese Hauruck-Aktionen, die man dann vielleicht mal irgendwie einmal macht und dann war's eh zu viel und dann macht man's nicht mehr. Ja, und da probiere ich eben verschiedene Sachen aus und schaue, wie die mir so helfen. Und vielleicht kriegst du ja da auch Ideen oder Ansatzpunkte, was du gerne bei dir ausprobieren möchtest. Natürlich ist es mal wichtig, einfach zu schauen, wie, wo steht man selber im Leben? Wie ist der Alltag? Was passt denn da rein? Wie ist die familiäre Situation? Da sieht es bei uns allen natürlich anders aus. Und das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Also, ich beschäftige mich zurzeit halt besonders mit den, Empfehlungen von Dr. Stacy Sims. Das ist eine Ernährungsforscherin und Sportwissenschaftlerin, die sich explizit für uns Frauen sozusagen einsetzt und da in die Richtung, forscht und schaut, wie sollten wir denn zum Beispiel trainieren? Weil die meisten Empfehlungen, die es so online gibt, sind eigentlich basierend auf Männern und auf Studien, die Männer betreffen. Und wie Dr. Stacy Sims immer so schön sagt: „Women are not small men“, also Frauen sind keine kleinen Männer. Wir sind halt schon anders. Wir mit unseren Hormonen, die dauernd schwanken et cetera. Und da kann man einfach nicht das Ganze einfach auf uns übertragen. Und damit beschäftige ich mich zurzeit besonders. Gebe auch offen zu, ich wollte jetzt eben schon ewig Gewichtstraining anfangen, weil das eben ein Punkt ist, auf den sie sehr viel Wert legt, weil es eben darum geht, die Muskeln zu erhalten. Und es wird leider dadurch, dass das Östrogen abnimmt in den Wechseljahren, wird es schwieriger. Und es hat Monate gebraucht, bis ich mich tatsächlich dazu aufraffen konnte. Und ich gebe es offen zu, eigentlich hat, mein Mann uns aufgerafft. Und jetzt, mache ich seit 6 Wochen Gewichtstraining und muss sagen, es macht mir tatsächlich wirklich Spaß. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich war früher schon viel im Fitnessstudio, aber da habe ich immer eher so Kurse gemacht und so. Und jetzt wirklich erst mit Gewichttraining angefangen und das macht mir tatsächlich Spaß. Genau, und somit geht es in den nächsten Videos eher um die Empfehlungen von Dr. Stacy Sims, aber dann eben auch um Stressmanagement-Methoden, um wie kann ich den Schlaf verbessern, was kann ich da tun, wie sieht es denn mit der Ernährung aus, was könnte man denn da ändern, was da helfen könnte. Und wenn es dich interessiert, dann schau doch beim nächsten Video wieder rein.